Vor ein paar Wochen meinte meine Frau, dass unser Kind langsam eine Garderobe braucht. Also haben wir uns mal ein bisschen umgeschaut und dabei bin ich auf diese Sitzbank gestoßen. Knapp 50 € auf Amazon. Und ehrlich gesagt fand ich sie gar nicht schlecht. Das Design war schlicht, funktional und eigentlich genau das, was wir gesucht haben. Trotzdem hat mich ein Gedanke nicht mehr losgelassen. Wie würde dieses Möbel aussehen, wenn man es komplett aus Massivholz baut? Nicht schneller, definitiv nicht schneller, nicht günstiger, sondern einfach ohne Kompromisse beim Material. Also habe ich beschlossen, sie nachzubauen. Und ehrlich gesagt, schon nach dem Verleihen war ich mir nicht mehr sicher, ob das wirklich eine gute Idee war. Denn es gab ein Detail, über das ich mir vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht hatte. Bevor ich mich an die Reparatur des Korpus wage, wollte ich mir erst einmal etwas Zeit lassen und überlegen, wie ich das Problem am besten löse. Zum Glück besteht die Bank nicht nur aus dem Korpus. Also ging es erstmal an die beiden Seitenteile. Sie wirken später ziemlich unscheinbar, sorgen aber dafür, dass die komplette Bank stabil zusammengehalten wird und nicht in der Luft schwebt. Beim ersten Zusammenstecken hat natürlich noch nicht alles perfekt gepasst. Aber genau das gehört beim Arbeiten mit Massivholz einfach dazu. Ein paar Hobelzüge später sah das Ganze schon besser aus. Die Schublade hätte ich mir allerdings deutlich einfacher machen können. Ein paar Lamellos, etwas Leim und wahrscheinlich hätte sie genauso gut funktioniert. Aber irgendwie hat mich das nicht gereizt. Ich versuche bei jedem Projekt mindestens eine Verbindung oder einen Arbeitsschritt einzubauen, den ich bisher noch nicht gemacht habe. Nicht weil er unbedingt besser ist, sondern weil ich dabei selbst etwas dazulerne. Bevor ich allerdings an die eigentlichen Teile konnte, musste ich erst einmal herausfinden, wie die Verbindung überhaupt funktionieren soll. Deshalb habe ich mir die Fräsung aufgezeichnet und später auch an Reststücken ausprobiert. Ganz ohne Lamellos ging es am Ende dann aber doch nicht. Für die Front wollte ich eine absolut bündige Fläche zum Korpus haben und dafür waren sie in diesem Fall einfach die sauberste Lösung. Den Korpus hatte ich in der Zwischenzeit allerdings nicht vergessen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese unsaubere Gärung. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto klarer wurde mir, wie ich das Problem lösen wollte. Anstatt den kompletten Korpus neu zu bauen, habe ich die Gärung noch einmal sauber eingeschnitten und eine neue Holzfeder eingesetzt, um den Spalt zu schließen.
So sieht das doch schon deutlich besser aus. Trotzdem wollte ich mich nicht allein auf die Gärung verlassen. Deshalb habe ich zusätzlich noch Schwalbenschwanzfedern eingesetzt. Genau die gleiche Lösung habe ich übrigens schon bei meinem allerersten Projekt auf diesem Kanal verwendet, vor ziemlich genau einem Jahr. Und da die beiden Möbel später nebeneinander stehen werden, fand ich die Idee schön, dieses Detail wieder aufzugreifen. So verbindet am Ende nicht nur das Holz die beiden Möbel, sondern auch ein kleines Stück ihrer Geschichte. Mich würde interessieren, was euer erstes Möbelstück für die Familie war. Ganz egal, ob für die Kinder, die Enkel oder einfach für euch selbst. Ich finde, genau diese Möbel erzählen oft die schönsten Geschichten. Falls ihr Spaß an solchen Projekten habt und sehen möchtet, was als nächstes in der Werkstatt entsteht, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder vorbeischaut. Nachdem der Korpus endlich erledigt war, konnte ich mich wieder den restlichen Bauteilen widmen. Den Abschluss machen die beiden Seitenteile. Bei dieser Verbindung wollte ich vermeiden, später lange ausrichten zu müssen, deshalb habe ich die beiden Teile direkt im rechten Winkel verleimt, unter Zuhilfenahme des Z-Winkels. Und zusätzlich werden die Verbindungen noch mit L-Dübeln verstärkt. Übrigens, die Leimflasche ist eigentlich eine alte Ketchupflasche. Funktioniert erstaunlich gut. Die Abschnitte, die beim Zuschnitt übrig geblieben sind, kommen jetzt gleich noch einmal zum Einsatz. Mit etwas doppelseitigem Klebeband werden daraus kleine Spannhilfen. So haben die Schraubzwingen eine gerade Auflagefläche und rutschen auf der schiefen Ebene nicht ständig weg. Mit den großen Arbeitsschritten war ich inzwischen durch. Jetzt geht es nur noch um kleine Details. Kanten brechen, Gummifüße montieren. Die verstellbaren Gummifüße sorgen später dafür, dass die Bank auch auf einem unebenen Boden nicht kippelt. Und gleichzeitig zerkratzen sie den Boden nicht.
Langsam kamen jetzt zum ersten Mal alle Teile zusammen. Und ganz kurz hatte ich schon die Befürchtung, dass mir alles wieder von der Werkbank rutscht. Zum Glück ist nichts passiert. Dann blieb eigentlich nur noch eine Entscheidung. Soll die Maserung nach innen oder nach außen zeigen? Am Ende hat mir die Variante mit der Maserung nach außen einfach besser gefallen. Es fehlen jetzt noch ein paar Details, die am Ende einfach den Unterschied machen. Dabei ist mir allerdings noch ein kleines Problem aufgefallen. Die Schublade ist zu niedrig, weswegen sie beim Herausziehen nach vorne neigt. Also muss dieses Problem auch noch schnell gelöst werden. Damit war die Schublade jetzt endlich fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Griff, die Phase auf der Innenseite des Korpuses und die Kleiderstange. Für den Griff wollte ich nicht einfach irgendein Stück Holz verwenden. Das hier ist ein Reststück Bankierei, das ich schon beim Bau meiner ersten Eschenbank vor ziemlich genau einem Jahr vor der thermischen Verwertung gerettet habe. Jetzt bekommt es ein zweites Leben. Diesmal als Griff für die Schublade. Auch beim Griff wollte ich nicht einfach den schnellen Weg gehen. Stattdessen habe ich in mehreren kleinen Schritten an die endgültige Form herangetastet. Das dauerte zwar etwas länger, sorgt aber dafür, dass sich der Griff später genauso gut anfühlt, wie er aussieht. Nun sind aber wirklich alle Teile fertig. Und oben die Stange ist auch auf ihre Länge abgeschnitten. Und jetzt kommt mein Lieblingsmoment. Erst jetzt zeigt das Holz, wie es später einmal aussehen wird. Ich öle es vorher, weil ich nach dem Verbau an einige Stellen nicht mehr hinkomme. Und die Bank soll zerlegbar bleiben und somit muss an allen Stellen überall gleichmäßig Öl ran. Und weil ich schon gerade am Ölen bin, haben diese Steinholzschneidebretter aus Esche auch noch ihre letzte Ölung bekommen. Falls ihr Interesse daran habt, meldet euch gerne in den Kommentaren bei mir. Jetzt ist es endlich soweit.
Alle Einzelteile sind fertig und die Bank kann endlich zusammengebaut werden. Bei der Planung war mir vor allem wichtig, dass sie nicht einfach nur schön aussieht, sondern auch für unsere Tochter funktioniert. Die Idee dahinter geht in Richtung Montessori, Dinge so zu gestalten, dass die Kinder selbstständig nutzen können. Vielleicht hätte die 50-Euro-Version genauso ihren Zweck erfüllt. Welche Version findet ihr besser? Diese Entscheidung überlasse ich euch. Aber dieses Möbel erzählt jetzt eine eigene Geschichte. Von den Entscheidungen, den Fehlern und den kleinen Details, die es zu etwas Besonderem machen. Und eine Sache nehme ich definitiv aus diesem Projekt mit: keine Gärung ohne Feder. Und falls du bis hierhin immer noch schaust und kein Abonnent bist, dann lass mir doch gerne ein Abo da.